Hi there. Today Zicky is going to showcase Controlnet with SDXL. Controlnet is a powerful tool that offers you more control over your editing processes, allowing you to optimize your images better. Hallo. Heute zeigen wir euch, wie ihr Controlnet mit SDXL verwenden könnt, um eure Bilder noch besser zu kontrollieren und zu optimieren. Controlnet ist ein leistungsstarkes Tool, das euch mehr Kontrolle über eure Bearbeitungsprozesse gibt. Erstmal alle Einstellungen checken. First, let's check all the settings. Heute verwenden wir ein Modell, das keinen Refiner benötigt. Today, we're going to use a model that doesn't require a refiner. That's why we switched to 2 here. Hier 2, und dann natürlich dann Base No Refiner. And there, of course, we choose Base No Refiner. The steps for the refiner don't need to be calculated, so turn them off here. Die Schritte für den Refiner müssen nicht berechnet werden, also schalten Sie sie hier aus. Wir starten mit Text to Image. As we demonstrated in a previous video, we use the Python Gauss node to create a preview image for the checkpoint. Murphy recently discovered the Mohawk model and finds it quite impressive. Mohawk Checkpoint, passt. Sampler auswählen. Select the sampler. Here we don't need anything for now. Hier benötigen wir erstmal nichts. Okay. Prompting. Warum das Wort Drawing wichtig ist, zeige ich euch gleich. Alright. Prompting. Why the word drawing is important, I'll show you right away. Den Promptverstärker brauchen wir nicht. Wenn hier alles auf 1 steht, wird er auch nicht verwendet. We don't need the prompt amplifier here. If everything is set to 1, it won't be used either. Let's also activate a LoRa model, which we recently demonstrated in a separate video. Lassen Sie uns auch ein LoRa-Modell aktivieren, wie wir das kürzlich in einem separaten Video demonstriert haben. Hier seht ihr das Auslösewort Drawing, deshalb haben wir es vorhin beim Prompt hinzugefügt. Here you can see the trigger word drawing, which is why we added it to the prompt earlier. Für das erste Bild lassen wir Controlnet noch ausgeschaltet. For the first image, we'll leave Controlnet turned off. Let's quickly check the noodles as well. Noch kurz die Nudeln checken. The upper section is controlled by bypass except for the latent upscale, so the noodles can remain connected even though the groups are bypassed. Der obere Bereich wird bis auf das Latent Upscale über Bypass gesteuert, daher können die Nudeln verbunden bleiben, obwohl die Gruppen abgeschaltet sind. Für die Spezialgruppen ist das nicht so einfach, deshalb können sie hier komplett ausgeschaltet werden. Wenn ihr sie verwenden wollt, bindet die Nudeln so ein, wie ihr möchtet, und schaltet Detailvorschau und die zu euren Nudeln passenden Gruppen ein. For the special groups, it's not as straightforward, so they can be completely turned off here. If you want to use them, connect the noodles as you like and enable detail preview and the groups that match your noodles. We explained this in detail in the FaceOpt video. Im FaceOpt-Video haben wir das ausführlich erläutert. Okay. Dann legen wir los. Okay, let's get started. Cool, everything's running smoothly. Zuerst benötigen wir ein Bild zu steuern. First, we need an image to control. Then activate the Controlnet group. Dann die Controlnet-Gruppe einschalten. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch ein Bild zur Steuerung des Controlnets auswählen. Dazu müsst ihr jedoch die Nudeln umhängen. If you want, you can also select an image here to control the Controlnet, but you need to reconfigure the noodles for that. Drag and drop, of course, works as well. Ganz kurz zu den Nodes. Just a quick word about the nodes. Hier können wir ein- und ausschalten. Here we can toggle on and off.
Here the input image is resized to the correct dimensions. Hier wird das Eingangsbild auf die richtige Größe gebracht. Hier können Posen für Gesicht, Hände und den kompletten Körper ermittelt werden. Here poses for the face, hands, and the entire body can be determined. We use this to determine the contour. Das verwenden wir, um die Kontur zu ermitteln. Scribble funktioniert ähnlich. Scribble works similarly. So we switch to depth map here to read the depth of the image. Deshalb ändern wir hier auf Depth Map, um die Tiefe des Bildes auszulesen. Hier seht ihr, wo die verschiedenen Ergebnisse verknüpft werden und dann über das richtige Controlnet-Modell in die Bildgenerierung einfließen. Here you can see where the various results are linked and then incorporated into the image generation via the appropriate Controlnet model. Murphy specifically installed a fresh ComfyUI without Controlnet so that we can show you step by step what you need to install and where to get the models. Murphy hat extra ein jungfräuliches ComfyUI ohne Controlnet installiert, damit wir euch Schritt für Schritt zeigen können, was ihr hierfür installieren müsst und wo ihr die Modelle herbekommt. Als erstes sollten wir uns um die Präprozessoren kümmern. Wir zeigen euch, wie ihr auf die Entwicklerseite kommt und alles nachlesen könnt. First, let's take care of the preprocessors. We'll show you how to access the developer page and read everything there. Auf dieser Seite kommt immer wieder Neues hinzu. Wir zeigen euch die aus unserer Sicht wichtigsten. Falls ihr auch Interesse an einem Video zu anderen Präprozessoren oder Themen habt oder wissen möchtet, wie das mit dem IP-Adapter funktioniert, schreibt es in einem Kommentar unter das Video. New content is constantly being added to this page. We'll show you the most important ones from our perspective. If you're also interested in a video on other preprocessors or topics or want to know how the IP adapter works, leave a comment below the video. There are some very interesting things here that we will demonstrate. Hier stehen einige sehr interessante Dinge, die wir live vorführen werden. Installation. Den Manager und die Notes haben wir bereits installiert. Ihr könnt euch das auch noch einmal in Teil 1 der Videoreihe ansehen. We've already installed the manager and the nodes. You can review this in part 1 of the video series. We haven't executed the install bat yet. We'll do that together now. It also describes how you can do it alternatively. Die install.bat haben wir noch nicht ausgeführt. Das machen wir jetzt gleich gemeinsam. Hier ist auch beschrieben, wie ihr das alternativ noch machen könnt. Zuerst Comfy abschalten. Wir machen das heute mit Steuerung plus C, dann wird sauber geschlossen. First, turn off Comfy. We'll do that today with Control plus C, then it will close cleanly. ComfyUI. Custom nodes. ComfyUI Controlnet O. Install.bat. So, now a lot is being downloaded. It will take a bit, and as usual, we'll speed up the video. So, jetzt wird einiges heruntergeladen. Das dauert etwas, und wie immer beschleunigen wir dann das Video. Starten wir jetzt Comfy neu und schauen, ob es wie gewünscht funktioniert. Let's restart Comfy and see if it works as expected. Let's tidy up a bit. We only need one Comfy, the rest can go. Noch ein wenig aufräumen, wir brauchen nur ein Comfy, der Rest kann auch weg.
Let's push Q and see what happens. Now the preprocessors that are integrated into the workflow are being downloaded. Jetzt werden die Präprozessoren heruntergeladen, die in den Workflow eingebunden sind. Lineart ist bereits vorhanden, und jetzt lädt gerade das ONNX-Modell für OpenPose. Lineart is already there, and now the ONNX model for OpenPose is being downloaded. Here you can see how the image is adjusted to the specified size. Hier kannst du gut sehen, wie das Bild an die vorgegebene Größe angepasst wurde. Ah, OpenPose ist auch schon da. Yeah, OpenPose is already here. Got it. The depth map model is a bit larger and will take some more time, but we're pushing through. Das DepthMap-Modell ist etwas größer und wird noch ein wenig dauern, aber wir geben Gas. Finished. Why is the same image being generated as before? Ja. Warum? Oh girls, we still need the Controlnet models, don't we? Natürlich, wir müssen die Controlnet-Modelle noch laden und auswählen. Schließlich haben wir heute mit einem sauberen Comfy gestartet. Of course, we still need to load and select the Controlnet models. After all, we started with a clean Comfy today. Okay, how do we access the models now? Es gibt verschiedene Stellen, an denen man Controlnet-Modelle herunterladen kann. Murphy hat bereits viele verschiedene ausprobiert. Er ist der Meinung, dass die Auswahl, die Dr. Data im Manager hat, perfekt ist. Hier werden sie gleich an die richtige Stelle heruntergeladen. There are several places where you can download Controlnet models. Murphy has tested many different ones already. He believes that the selection Dr. Data has in the manager is perfect. And here, they are downloaded to the right place. Die Rank 128 Modelle funktionieren schon ziemlich gut, aber die 256er sollen noch etwas besser sein. Wenn ihr genug Platz habt, könnt ihr beide Versionen herunterladen. Außerdem empfiehlt Murphy das OpenPose V2 Modell und die von Serch. The Rank 128 models are already working quite well, but the 256 ones are supposed to be slightly better. If you have enough space, you can download both. Additionally, Murphy recommends the OpenPose V2 model and the ones from Serch. Da der Download aller genannten Modelle etwa eine halbe Stunde dauern wird, komprimieren wir den Abschnitt im Video auf 30 Sekunden. Since downloading all the mentioned models will take about half an hour, we'll condense that part of the video into 30 seconds. Hier seht ihr grün markiert, was wir alles heruntergeladen haben. Here you can see highlighted in green what we have downloaded. Now we need to restart Comfy first. Jetzt ist erst einmal ein Neustart von Comfy nötig. Auf geht's! Hello, here we are again. All freshened up. Hallo, da sind wir wieder, ganz frisch rausgeputzt. Jetzt ist es wichtig, die passenden Controlnet-Modelle zu den Preprozessoren auszuwählen. Now it's important to select the appropriate Controlnet models for the preprocessors. Als erstes brauchen wir OpenPose. First, we need OpenPose. For the second one, we need a Sketch or Soft Edge model. Für das zweite brauchen wir ein Sketch- oder Soft-Edge-Modell. Und dann noch ein Depth-Modell für die Tiefeninformationen.
And then another depth model for the depth information. We enable follow execution so you can see what's happening. Wir schalten die Follow Execution ein, damit ihr sehen könnt, was passiert. Da wir auf Murphys Laptop nur 8 GB VRAM zur Verfügung haben, schaltet Comfy jetzt in den Low VRAM-Modus. Since we only have 8 GB VRAM available on Murphy's laptop, Comfy is now switching to low VRAM mode. Now everything is a bit slower, but it's working. If we don't need ControlNet, we'll restart once again to have the higher speed back. We didn't have to run all 3 models in parallel, but we wanted to see if everything works. Jetzt läuft alles etwas langsamer, aber es funktioniert. Wenn wir ControlNet nicht benötigen, starten wir noch einmal neu, um wieder die höhere Geschwindigkeit zu haben. Wir hätten auch nicht alle 3 Modelle parallel laufen lassen müssen, aber wir wollten sehen, ob alles funktioniert. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr in diese Not steuern, wie stark, ab wann und wie lange das ControlNet-Modell Einfluss auf die Bildgenerierung nehmen soll. As you can see, you can control in this node how strongly, from when, and for how long the ControlNet model should influence the image generation. Now we're using the picture of Murphy in front of the castle to control the process. Jetzt verwenden wir das Bild von Murphy vor der Burg, um die Steuerung vorzunehmen. Und schon beginnen die Präprozessoren zu arbeiten. And the preprocessors are already starting to work. Wir haben den Prompt nicht geändert und nur das Bild für die ControlNet-Modelle ausgetauscht. Die Generierungsgeschwindigkeit nimmt bereits stark ab, deshalb drehen wir etwas an der Videogeschwindigkeitsschraube. We didn't change the prompt and only swapped the image for the ControlNet models. The generation speed is already decreasing significantly, so we're adjusting the video speed accordingly. Cool, right? The lady stands just like Murphy. Da steht sie da, genau wie Murphy. Cool, oder? Mit dem LoRa-Modell war irgendetwas nicht in Ordnung. Deshalb starten wir schnell neu. There was something wrong with the LoRa model, so we're quickly restarting. We wanted to test out concept art. Wir wollten mal Concept Art testen. Hier können wir, ähnlich wie beim Checkpoint Loader von Python Go's, ein Vorschaubild speichern und zur Civit AI-Seite wechseln, falls das LoRa-Modell dort verfügbar ist. Here we can save a preview image, similar to the checkpoint loader from Python Go's, and switch to the Civit AI page if the model is available there. Hier sehen wir, was wichtig ist, das Auslösewort. Ganz wichtig. Und welche Einstellungen uns der Entwickler empfiehlt. Here we see what's important, the trigger word. Very important. And which settings the developer recommends. Then let's set it up as recommended. Dann stellen wir das mal wie empfohlen ein. Ganz wichtig ist Drawing. Wir verstärken sogar noch etwas mit Steuerung plus Pfeiltaste nach oben. Drawing is crucial. We even reinforce it a bit with Control plus up arrow. We're going to do a few runs to show you what the different settings do. Wir machen jetzt ein paar Durchläufe, um euch zu zeigen, was die unterschiedlichen Einstellungen bewirken. Turn off depth map. We don't really need it here. We've activated Higher's fix. It doesn't take much time. But to speed things up overall, of course, we're playing with the accelerator. Higher's Fix haben wir aktiviert. Das kostet nicht viel Zeit. Aber um alles insgesamt schneller zu machen, drehen wir natürlich am Gaspedal. ControlNet aus, zack.
Turn off Controlnet, bam. Turn off Controlnet, bam. Und schon läuft die Generierung in normaler Geschwindigkeit. Den Einfluss des LoRa-Modells noch etwas erhöhen. Increase the influence of the LoRa model a bit more. Okay, you see, now we're deviating from the initial settings. Let's turn Controlnet back on. Okay, ihr seht, jetzt sind wir nicht mehr bei der Vorgabe. Schalten wir Controlnet wieder ein. Mal sehen, wie es nur mit dem Open Pose Model läuft. Let's see how it goes with just the Open Pose model. And we already have the right posture, only the castle is different. Und schon haben wir die richtige Körperhaltung, nur die Burg ist anders. Für die Burg schalten wir das Skizzenmodell zusätzlich ein. For the castle, we turn on the sketch model with a 1. Alright, now let's switch to image to image. Chaka, Image to Image. Lassen wir das Denoise beim Image to Image etwas zurücknehmen, wir wollen etwas näher am Ursprungsbild bleiben. Let's dial back the denoise in image to image a bit, we want to stay closer to the original image. For the final touch, let's apply an additional face optimization with face crop. Zum Abschluss führen wir noch eine zusätzliche Gesichtsoptimierung mit Face Crop durch. Nach dem Umhängen der Nudeln, vergesst nicht, sie einzuschalten. After hooking up the noodles, don't forget to turn them on. The required model should be downloaded automatically, it just takes a bit, so video speed up. Now the face is automatically detected, a suitable mask is generated, a new image with better resolution is calculated on the mask, and then recombined into the original image. Cool, right? Jetzt wird das Gesicht automatisch erkannt, eine passende Maske generiert, auf die Maske ein neues Bild mit besserer Auflösung berechnet und anschließend wieder in das Ursprungsbild eingefügt. Cool, oder? Das war's für heute. Ciao, bis bald, dann geht's um Inpainting. That's it for today. See you soon for inpainting.